Sie arbeiten in einem Krankenhaus in der Medizintechnik oder bei einem Hersteller von Medizinprodukten? Dann habe ich einige Tipps für Sie, wie Sie beruflich noch erfolgreicher werden können. Ich bin Christian Johner, Leiter des Instituts für IT im Gesundheitswesen und habe bereits Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Krankenhäusern und von Medizintechnikherstellern bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung begleitet. Mit der Medizintechnik verbindet man manchmal Konventionelles wie Rollstühle, aber auch kritischere Geräte wie Defibrillatoren. Hingegen verbindet man mit der IT Hardware wie Server oder Drucker. Man verbindet damit betriebswirtschaftliche Anwendungen wie SAP oder auch klinische Informationssysteme wie das KISS oder das LIS. Doch so einfach lassen sich die Welten nicht mehr trennen. Fast jedes aktive Medizinprodukt wie ein CT verfügt über eine Netzwerkanbindung. Und bei Radiologie-Informationssystemen, die ja Medizinprodukte sind, ist die Grenze zwischen der Medizintechnik und der IT endgültig verschwommen. Doch was bedeutet es für Sie, wenn die beiden Welten, die Medizintechnik und die IT, zusammenwachsen? Nun, es bedeutet beispielsweise, dass es eine Überlappung der Aufgaben gibt. Für eine Geschäftsführung, die beide Bereiche verantwortet, ist es eine schwierige Situation. An wen soll es sich denn wenden? Wer ist denn verantwortlich? Es ist klar, welche Lösung sich hier aufdrängt. Man verschmilzt einfach die beiden Abteilungen zu einer. Das wiederum bedeutet, dass man nicht mehr zwei Abteilungsleiter, nämlich einen für die IT und einen für die Medizintechnik benötigt, sondern nur noch einen. Und damit ist das Rennen um die Vorherrschaft gestartet. Das Rennen kann nun entweder der ITler oder der Medizintechniker oder die Medizintechnikerin machen. Genauso könnte man darüber nachdenken, dass ein Hersteller oder ein externer Dienstleister die Aufgaben übernimmt. Das Aufgabenportfolio und damit das notwendige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen sind in jedem Fall gigantisch. In Bereichen wie IT, Netzwerk und IT-Sicherheit muss sich der oder diejenige genauso auskennen wie in der Medizintechnik und Medizininformatik. Schließlich ist es genau das Fachwissen, was man braucht, um Systeme miteinander verbinden, das heißt interoperabel gestalten zu können. Auch in Bereichen wie Gesetzen, Risikomanagement und Normung, beispielsweise der IEC 80001, muss sich die Person auskennen, die die Aufgaben der zusammengelegten Abteilung übernimmt. Als Führungskraft muss sie zudem in der Lage sein, Teams zu führen, betriebswirtschaftliche Vorgaben der Geschäftsführung zu verstehen und zu berücksichtigen und als Manager IT-Strategien, Prozesse und den Wandel zu definieren und umzusetzen. Das ist schon sehr umfangreich, was es alles zu wissen und zu können gilt. Und genau deshalb besteht das Curriculum des berufsbegleitenden Masterstudiengangs IT im Gesundheitswesen genau aus diesen Themen. Dieses Masterstudium verfolgt folgende Ziele. Es verschafft Ihnen zum einen Sicherheit bei der täglichen Arbeit, beim Betrieb Ihrer Medizintechnik, beim Verhandeln mit den Herstellern und Anwendern, bei Diskussionen mit Vorgesetzten und mit Ärzten. Sie werden wegen Ihrer Fachkunde zum geschätzten und anerkannten Partner. Durch das Studium schaffen Sie sich Netzwerke zu Dozenten und Kommilitonen, zu potenziellen Arbeitgebern und den Menschen, die Sie bei einem Problem schnell anrufen können. Der Masterabschluss krönt Ihre Ausbildung und wird Ihnen bei Ihrer weiteren Karriere sehr hilfreich sein. Genauso wie über 70% der bisherigen Absolventen nur ein Jahr nach Studienende den nächsten Karriereschritt gegangen sind, mit allen, auch finanziellen, angenehmen Begleiterscheinungen. Mein Tipp daher, gehen Sie gleich den ersten Schritt in Richtung Ihrer neuen beruflichen Umlaufbahn. Fordern Sie einfach hier auf der Webseite die Informationsbroschüre an oder nehmen Sie sogar direkt Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier. Gleich ob Sie die Broschüre bestellen, mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, schon jetzt von Ihnen zu hören. Also, bis gleich, Ihr Christian Johner.